Ein 68 Kilo schwerer Cane Corso mit einem Kopf so groß wie ein Medizinball wurde von seinem Züchter zurückgegeben, weil ihn niemand kaufen wollte. Zu groß, zu intensiv, zu viel. Aber in der Sekunde, als dieser Hund ein 4 Monate altes Baby sah, tat er etwas, das jedem in dieser Familie den Atem raubte. Und was er um genau 2:07 Uhr in einer Donnerstagnacht tat, bewies, was alle längst ahnten. Dieser Hund dachte nicht, er wäre ihr Beschützer, er dachte, er wäre ihr Vater. Manche Hunde bewachen, manche Hunde beschützen. Und dann gibt es Hunde wie Atlas, die vom ersten Moment an entschieden haben, dass ein kleiner Mensch zu ihnen gehört und die es sich zur absoluten Lebensaufgabe gemacht haben, genau das zu beweisen. Atlas ist ein 68 Kilo schwerer, gestrumpter Cane Corso mit einem faltigen Gesicht, bernsteinfarbenen Augen und einem Kopf so massiv, dass Fremde schon gefragt haben, ob er halb Bär ist. Er sieht aus wie der Hund, bei dem man die Straßenseite wechselt. Und er behandelt ein 4 Monate altes Mädchen namens Amelie, als wäre sie das Einzige, das zählt. Aber das war nicht immer so. Atlas verbrachte seine ersten 2 Jahre bei einem Züchter außerhalb von München. Er sollte ein Showhund werden. Aber er war zu groß. Selbst für einen Cane Corso war sein Körperbau übertrieben. Brustkorb zu breit, Kiefer zu schwer, Temperament zu ruhig. Der Züchter sagte, ihm fehle der Antrieb. Er saß einfach nur da und beobachtete alles, als wäre das Ganze unter seiner Würde. 3 Interessenten kamen, um ihn anzuschauen. 3 Interessenten lehnten ab. Einer sagte, er sei faul, einer sagte, er habe keine Ausstrahlung, der dritte sagte, der sieht aus, als würde er lieber babysitten als kämpfen. Der Züchter stellte Atlas kostenlos auf einer Vermittlungsseite ein mit einem einzigen Satz: Sucht ein Zuhause, nicht geeignet für Zucht oder Ausstellung. Dominik und Melanie fanden die Anzeige an einem Dienstagabend. Sie suchten gar keinen Cane Corso. Amelie, ihr erstes Kind, war 8 Wochen zuvor zur Welt gekommen und Melanies Mutter hatte darauf bestanden, dass sie sich einen Hund anschaffen. Ihr neues Haus lag am Ende einer ruhigen Straße in Hamburg und Melanie fühlte sich unwohl, wenn sie während Dominiks Nachtschichten allein war. Sie fuhren an einem Samstag nach München. Atlas lag allein im Garten und beobachtete einen Vogel. Er stand nicht auf, als sie kamen. Er sah sie nur mit diesen schweren Augen an, als hätte er das alles schon durchgemacht und würde nicht viel erwarten. Dominik kniete sich hin und streckte die Hand aus. Atlas schnüffelte einmal daran und legte seinen massiven Kopf auf Dominiks Knie. »Er kommt mit uns«, sagte Dominik. Die ersten 3 Tage waren ruhig. Atlas erkundete jeden Raum langsam, schnüffelte jede Ecke ab. Er kaute nichts an, er bellte kein einziges Mal. Er bewegte sich durch das Haus, als würde er es auswendig lernen. Aber als Melanie am 4. Tag Amelie ins Wohnzimmer brachte, veränderte sich etwas. Atlas lag am Fenster. In dem Moment, als Amelie ein kleines Glucksen von sich gab, schossen seine Ohren nach vorne. Er stand auf, alle 68 Kilo, und ging hinüber. Nicht schnell, nicht aufgeregt, ganz bewusst. Er beschnüffelte ihre winzige Hand und tat etwas, das Melanie sofort ihr Handy greifen ließ. Er legte sich neben die Babydecke und presste seinen Körper dagegen, formte sich wie eine Mauer um Amelie. Dann legte er sein Kinn auf seine Pfoten, ließ einen tiefen Atemzug los und bewegte sich über 1 Stunde nicht. Ab diesem Moment war Atlas nicht einfach nur ein Hund in diesem Haus, er gehörte zu Amelie und jeder wusste es. Also Leute, ich sehe, ihr seid immer noch hier, aber habt noch nicht abonniert. Das bricht mir ehrlich gesagt ein kleines bisschen das Herz. Wir stecken alles in diese Geschichten. Drückt auf den Abo-Button, ihr werdet sehen wollen, was als nächstes passiert. Es fing mit den Morgenstunden an. Jeden Tag um 5:45 Uhr, bevor irgendjemand wach war, ging Atlas zu Amelies Bettchen, legte sein Kinn auf den Rand und wartete. Sobald ihre Augen aufgingen, begann sein Schwanz langsam und schwer auf den Boden zu klopfen, wie ein Herzschlag. Dann kam die Fellpflege. Atlas leckte jeden Morgen sanft über Amelies Köpfchen, methodisch, genau wie eine Hundemutter ihre Welpen pflegt. Melanie stoppte einmal die Zeit. 3 Minuten und 14 Sekunden. Jeden Morgen, nie weniger. Dann kam das Bringen. Atlas fand Amelies Plüschgiraffe und trug sie jeden Morgen zu ihrer Decke wie ein Geschenk. Wenn sie weinte, schob er die Giraffe mit der Nase näher, als wäre er überzeugt, das würde alles wieder gut machen. Und jetzt kommt etwas, das die meisten nicht wissen. Cane Corsos wurden im alten Rom als Familienwächter gezüchtet. Keine Kampfhunde, Wächter. Ihr Instinkt sagt ihnen, sich zwischen ihre Familie und alles, was kommen könnte, zu stellen.
Und Atlas stellte sich zwischen Amelie und die gesamte Welt. Krass, oder? Geschichten wie diese sind genau der Grund, warum wir das hier machen. Wenn euch das gerade berührt hat, dann seid ihr nicht allein. Als Amelie mit 7 Monaten anfing zu krabbeln, lief Atlas in halber Geschwindigkeit neben ihr. Sein massiver Körper tief geduckt, genau in ihrem Tempo. Er wich ihr nicht von der Seite. Wenn sie stoppte, stoppte er. Wenn sie hinfiel, stupste er sie sanft mit der Nase an. Wenn sie Richtung Küche krabbelte, lief er voraus und blockierte den Durchgang mit seinem Körper. Dominik stellte es online mit der Bildunterschrift: Er denkt, er ist ihr Papa. Es wurde über 15.000 Mal geteilt. Aber die Nacht, die alles bewies, war ein Donnerstag im November, 2:07 Uhr morgens. Dominik war im Krankenhaus. Melanie schlief. Amelie lag in ihrem Bettchen. Atlas war draußen vor der Kinderzimmertür, Blick Richtung Flur. Atlas begann zu knurren, ein tiefes, kehliges Knurren, das Melanie in 6 Monaten nie gehört hatte. Sie war sofort wach. Melanie griff zum Handy und öffnete die Türkamera. Ein Mann, den sie nie gesehen hatte, stand auf ihrer Veranda und versuchte die Türklinke. Langsam, vorsichtig. Ihre Hände zitterten, ihr Blut gefror. Sie rief die 112 an, aber bevor jemand abnahm, bewegte sich Atlas. 68 Kilo Cane Corso gingen zur Haustür, pressten sich dagegen und ließen ein donnerndes Bellen los, das den Rahmen erzittern ließ. Der Mann rannte weg, verschwunden, bevor die Polizei 7 Minuten später eintraf. Dominik kam an diesem Morgen nach Hause und fand Melanie auf dem Kinderzimmerboden, Amelie in ihren Armen, Atlas direkt davor liegend. Er hatte sich 4 Stunden nicht bewegt, nicht einmal um Wasser zu trinken, nicht einmal um sich zu strecken. Eine Mauer aus Muskel und Loyalität. Er setzte sich neben ihn, legte seine Hand auf diesen massiven Kopf und flüsterte: Du hattest recht, sie gehört dir. Heute ist Amelie 10 Monate alt, Atlas ist 3. Jeden Morgen dasselbe, das Lecken, die Giraffe, das langsame Krabbeln neben ihr. Jede Nacht dasselbe, Atlas vor ihrer Tür, die Augen nicht schließen, bis das Haus still ist. Der Hund, den kein Züchter wollte, den 3 Käufer ablehnten. Er brauchte keinen Antrieb, er brauchte einen Sinn, und er fand ihn in einem kleinen Mädchen mit lockigen Haaren, das perfekt an seine Brust passt. Denn manche Hunde sind nicht dafür gemacht, Leistung zu bringen. Sie sind dafür gemacht, dazu zu gehören. Und Atlas gehört zu Amelie. Das tat er schon immer. Er hat nur darauf gewartet, dass sie auf die Welt kommt. Und jetzt, wo sie da ist, lässt er sie nie wieder los. Echt jetzt, Leute, würdet ihr einem 68 Kilo schweren Cane Corso allein mit eurem Baby vertrauen? Oder würdet ihr die Straßenseite wechseln? Schreibt es mir in die Kommentare.